Mein Name ist Raymond Wollenberg. Ich bin seit 3,5 Jahren Teil der Aachener Grundvermögen und ich bin studierter Bauingenieur und Spezialist für Immobiliendigitalisierung. Die Aachener Grundvermögen ist eine Immobilien-KVG. Wir verwalten etwa 8 Milliarden Euro an Immobilienassets, die sich auf die Nutzungsklassen Handel, Wohnen und Gesundheitsimmobilien aufteilen. Fast alle unsere Sondervermögen haben eine Vorgabe für eine Konformitätsquote mit dem 2-Grad-Ziel nach dem Pariser Klimaabkommen. Auch wenn die Konformitätsprognosen durchweg positiv sind, ging es für uns darum, ein System der Messbarkeit für einen der wichtigsten ESG-Indikatoren zu etablieren, nämlich die CO2-Emissionen. Denn zum Optimieren muss man erst sauber den Status quo bestimmen können. Die Digitalisierung ist ein hervorragendes Werkzeug, um Optimierungspotenzial in wertschöpfenden Prozessen zu heben, über verbesserte Qualität und Effizienzen. Am weitesten haben wir das wahrscheinlich bei unserer ESG-Optimierungsmethodik geschafft, wo es um eine ESG-gerechte Transformation unserer Assets geht, um die Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Gebäude zu verbessern. Die ESG-Optimierungsmethodik besteht grob gesagt aus den Schritten digitaler Zwilling, Energiemanagement und Variantenstudien. Der digitale Zwilling ist die Datengrundlage für unsere Anwendungsfälle, Energiemanagement und Variantenstudien. Im Energiemanagement geht es darum, die Verbräuche im Gebäude zu verstehen, um daraus Maßnahmen abzuleiten, wie sie optimiert werden können. Dadurch ergibt sich ein sehr gut dokumentierter Zustand über das Gebäude, den wir dann wiederum in den Variantenstudien weiterverarbeiten können. Dort geht es darum, unterschiedliche Auswirkungen und Veränderungen an der Hülle und der Anlagentechnik des Gebäudes zu simulieren. Das ganze Unterfangen wird dadurch sehr begünstigt, wenn man gute Partner an seiner Seite hat. Aktuell arbeiten wir mit 3 Partnern, TwinCloud, Metabuild und Edifion zusammen. TwinCloud ist unsere anwendungsfallorientierte Erfassungsplattform zur Aufbau des digitalen Zwillings. Mit Edifion wollen wir vor allem in Handelslagen Verbräuche verstehen und optimieren. Und Metabuild ist eine Cloud-Anwendung für unsere Variantenstudien. Verwertet wird der Aufwand, den wir mit unserer Optimierungsmethodik betreiben, dadurch, dass wir zum einen einen optimierten Gebäudebetrieb erreichen, als auch unsere ESG-Due Diligence entsteht. Diese strukturiert Empfehlungen für die nachhaltige Transformation unserer Assets, die am Ende bis auf eine spezifische Anlagenbemessung heruntergebrochen werden kann. Damit stellen wir sicher, dass der investierte Euro den größten Nutzen entfaltet. Wir haben Edifion ausgewählt, weil die Optimierungs- und Analysealgorithmen bereits auf dem Konzept des digitalen Zwillings beruhen. Wenn man in eine digitale Zukunft für den Gebäudebetrieb vertraut, wird bald kein Gebäude mehr ohne ein Monitoring laufen. Hunderte von Gebäuden werden in unseren Portfolios Lastganganalysen für Gesamtverbräuche und technische Anlagen liefern. Um diese sinnvoll und skalierbar auszuwerten, können nur digitale Methoden die Grundlage liefern. Nehmen wir zum Beispiel Edifion Schedules-Analyse, die den Energieverbrauch auf Basis der Geschäftszeiten analysiert, um Anomalien aufzudecken. Zum Beispiel, wenn ein hoher Energieverbrauch außerhalb der Geschäftszeiten erkannt wird. Aktuell haben wir mehrere Projekte mit Edifion, zum Beispiel im Rahmen der Inbetriebnahme größerer Anlagen, wo wir mit Edifions Hilfe sicherstellen wollen, dass die Anlagen und Gebäude sauber eingeschwungen in einen guten Betrieb übergehen können. Diese Plug-and-Play-Projekte können dank vorhandener Gebäudeautomation viele Digitalisierungsaufwände überspringen. Denn im Rahmen der Gebäudeautomation ist im Prinzip schon ein digitaler Zwilling vom Gebäude vorhanden. Auf der anderen Seite steht der smarte Retrofit, getreu dem Motto Leave no asset behind. Vor allem in kleineren Assets, wo weniger Energie verbraucht wird, liegt ein höherer Druck auf der Refinanzierung von Optimierungsmaßnahmen. Da dies aber unser häufigster Anwendungsfall ist, wollen wir mit allen Partnern der Methodik am Demonstratorgebäude, dem Snipes in Köln auf der Hohe Straße, untersuchen, wie eine skalierbare Umsetzung gelingen kann. Dafür haben wir mit TwinCloud die Immobilie digitalisiert, indem wir erfasst haben, welche Flächen von welchen Anlagen versorgt werden. Diese Informationen haben wir dann mit dem Team von Edifion ausgewertet, um ein möglichst sinnvolles Messkonzept für die Optimierung der Immobilie zu finden. Wir befinden uns jetzt hier auf dem Dach vom Snipes und sehen schon einen großen Teil der Anlagentechnik, der hier im Gebäude Energie verbraucht, nämlich die Lüftungsanlage und die Klimageräte. Die Lüftungsanlage zum Beispiel statten wir dann mit Zuluftsensoren aus in den einzelnen Registern, um zu schauen, wie viel Energie ins System geht, wie viel Energie die Anlage verbraucht und wie viel Energie in der Fläche ankommt. Im nächsten Schritt durfte ich Edifion dabei begleiten, wie vom Auflegetemperaturfühler bis zum Zuluftsensor die Diagnosetools im Asset eingebracht werden, was erstmal viel komplizierter ist, als man denkt. Beispielsweise gehören viele Anlagen dem Mieter und wir haben mehrere Messstellenbetreiber im Gebäude. Alles wichtige Anforderungen, die wir für die Skalierung katalogisieren.
Aktuell werten wir mit Edifion bereits die ersten Analysen aus. Diese konzentrieren sich auf Low-Hanging Fruits, die eine optimierte Anlagensteuerung fokussieren. Ich glaube, es ist schon eine große und ambitionierte Aufgabe, eine Cross-Product-Integration für die Immobilientransformation umzusetzen. Denn es entstehen nicht nur Aufwände, zum Beispiel im Schnittstellenmanagement zwischen TwinCloud und Edifion, sondern auch in der Integration bei uns im Unternehmen. Grundsätzlich fand ich die Zusammenarbeit mit Edifion immer sehr bereichernd und motivierend. Irgendwo kommen wir natürlich mit Sonderanforderungen um die Ecke, dass wir alles auf den digitalen Zwilling gründen wollen. Dadurch, dass ich aber schnell gemerkt habe, dass das Team von Edifion genau dieselbe Perspektive für Innovation und digitales Arbeiten sortiert, die sich auf den digitalen Zwilling gründet, war das sozusagen am Ende ein Match für uns.